Heute geht es um einen gruseligen Wald, in dem so viele unheimliche Gestalten ihr Unwesen treiben sollen, dass man meinen könnte, jemand hätte hier die Tür zur Unterwelt offen gelassen. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Willkommen, Freunde des Furchteinflößenden. Es gibt wohl kaum einen Ort in Nordrhein-Westfalen, der einen gruseligeren Ruf hat, der Eingeweihten einen größeren Schauer über den Rücken jagt und der seit Jahrhunderten mehr Angst und Schrecken verbreitet als die Davat. Ein Waldgebiet im Münsterland, in dem es von düsteren Legenden nur so wimmelt. Der Nachrichten- und Dokusender Welt schreibt auf seiner Homepage Folgendes darüber. In der Davat, so raunen es die Alten, holte der Teufel einst die Seelen der Verdammten und sperrte sie in Bäume. Ihr könnt es euch denken, meine Freunde, genau an diesem unheimlichen Ort befinde ich mich gerade. Das Gebiet galt schon immer als unwirtlich. Knorrige Eichen und Buchen wechseln sich mit bleichen Birken ab. Zusätzlich liegt der Wald in einer Talsenke. Durch das Wasser, das sich hier ansammelte, entstanden Feuchtwiesen und Sümpfe. Das Wenner Moor ist nur einen Grabsteinwurf von hier entfernt. Bis nach dem Mittelalter gab es hier Bären. Wölfe streiften sogar noch bis ins 19. Jahrhundert durch die sumpfigen Wälder. Heute ist ein Teil des Waldes für die Landwirtschaft gerodet und die Autobahn A1 führt mitten hindurch. Doch auch wenn es keine Wölfe und Bären mehr gibt, liest sich die ansässige Flora und Fauna schon wie eine Horrorgeschichte. So ist dieses Gebiet die Heimat des Neuntöters, ein Vogel aus der Art der Würger, der dafür bekannt ist, seine Beutetiere wie Insekten oder kleine Mäuse und Vögel auf Dornen oder spitze Zweige zu pfählen. Die giftige Kreuzotter schlängelt sich durch das Unterholz und der Augenstecher flattert über die Sümpfe, während der Teufelsabbiss auf den Moorwiesen blüht. Kein Wunder, dass dieses sumpfige Waldgebiet ein Sammelbecken für Gruselgeschichten ist. Ich wollte schon länger ein Video über die Davat machen, jedoch gab es ein Problem. Je länger ich recherchierte, je mehr staubige Bücher ich wälzte und je mehr Pergamentrollen ich betrachtete, umso mehr Legenden fand ich. Selbst wenn ich nicht direkt über die Davat recherchierte, fand ich im Münsterland immer wieder Geschichten über Geister, die von dem Ort, an dem sie ursprünglich spukten, wegexorziert und hier in diesen Wald verbannt wurden. Und nicht nur Geister soll es hier geben, Hexen, Koboldwesen und der Leibhaftige selbst sollen sich hier herumtreiben. Viel zu viel Legenden für ein Video. Daher habe ich beschlossen, eine ganze Serie über den Geisterwald zu machen. In den kommenden Monaten werde ich also immer wieder mal hierher kommen und neue Sagen aus dem Gruselwald erzählen. Auf diese Weise kann ich auch jedes Mal eine Folge anhängen, wenn ich eine neue Legende über die Davat erfahre. Ich fange heute mit einer der bekanntesten Legenden an, dem Ho-Ho-Männchen. Im Mittelalter gab es zwei Hauptwege durch die Davat. Den Heubruckweg, der an einer oft überfluteten Feuchtwiese vorbeiführte, und der Erlenbruckweg, der an einem sumpfigen Erlenwald vorbeiführte. An beiden Wegen sollen kleine Kobolde gehaust haben, die Wanderer durch lautes Ho Ho rufen vom rechten Weg und in die Sümpfe locken wollten. Das Erlenbrockmännchen und das Heubruckmännchen. Heute sind beide Sagen zu einer verschmolzen. So heißt es heute, dass in der Davat das nur 1 Fuß große Ho-Ho-Männchen haust.
Ein kleiner Kobold, der links und rechts des Weges durch das Gestrüpp huscht und durch Ho-Ho-Rufe versucht, Wanderer vom Weg abzubringen, damit sie sich verirren und im schlimmsten Fall im Sumpf versinken. Hoho. Ho, ho. Hoho. Hoho. In manchen Legenden heißt es auch, das Männchen würde versuchen, die Wanderer zu einer bestimmten Lichtung zu locken, auf welcher angeblich zwei alte Jungfern seltsam umhertanzen, hüpfen und singen. Hexen sollen sie sein. In ihrem früheren normalen Leben sollen die beiden einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben und sind nun an diesen Ort gebunden. Was mit den Wanderern geschehen ist, die hierher gelockt wurden, ist nicht überliefert. Womöglich ist keiner je zurückgekehrt, um davon zu berichten. Solltet ihr einmal in die Dawat kommen, rät euch euer alter Totengräber also, verlasst auf gar keinen Fall den Weg.